Diesmal zeige ich euch, wie ich Miniaturkohlköpfe für meine Hochbordwagen gebastelt habe. Seid gespannt! Liebe Modellbahnfreunde aus Ost und West, was nützen uns unsere ganzen Hochbordwagen, wenn sie ohne Ladung bleiben? Eine ausreichende Vitaminzufuhr ist wichtig und Gemüse sollten wir regelmäßig essen. Zu diesem Zweck habe ich mir überlegt, dass wir uns ein wenig Brassica oleracea varians capitata in den Hochbordwagen holen. Keine Sorge, es ist nichts Schlimmes, es handelt sich dabei lediglich um den beliebten Kohl. Dieses Gemüse ist ja bei uns und unseren osteuropäischen Nachbarn sehr beliebt und auch im Modellmaßstab möchte ich nicht darauf verzichten. Die Bastelei ist relativ einfach. Aus einer Hartschaumplatte habe ich ein kleines Inlet hinausgeschnitten, Länge 4,7 cm, Breite 1,5, in Wellenform geschnitten, so wie hier. Das Ganze ist bestimmt für einen Hochbordwagen italienischer Bauart. Im nächsten Schritt habe ich dann die Grundfläche grundiert mit Acrylfarbe, hier in grün. Das eignet sich am besten. So, dann habe ich eine Alufolie genommen, in Bahnen von 1,2 cm Breite geschnitten und so dann kleine Karrees, Quadrate ausgeschnitten. Die Abmessungen haben sich dann im weiteren Bastelprozess als die treffendsten herausgestellt. So, dann im nächsten Schritt kleine Kügelchen formen, in den Fingern zusammendrücken, rollen immer wieder. Diesen Prozess müsst ihr häufig wiederholen, also sehr, sehr häufig. Ich habe für dieses kleine Inlet, was ich hier genannt habe, rund 150 von diesen winzigen Kügelchen gebraucht. Die rollen sich schnell, ist eine Aufgabe für nebenbei, dennoch ist es Arbeit. Und ja, dementsprechend, wenn ihr das größer macht, habt ihr viel Freude. Aber es ist machbar. Hier meine Sammlung der Kügelchen. Im nächsten Schritt werde ich sie dann aufkleben. Ganz normaler Bastelkleber, den ich hier verwandt habe. Das Ganze verteile ich gleichmäßig und habe die Kugeln dann aufgestreut bzw. an den Rändern nochmal einmal aufgesetzt, fein säuberlich festgedrückt und habe das Ganze trocknen lassen. Mehrere Stunden, also ruhig bis zu 6 Stunden oder über Nacht. Dann im nächsten Schritt wird das Ganze koloriert. In einen satten Grün zunächst. Auch mit Acrylfarbe, um das Ganze matt erscheinen zu lassen. Da muss man vorsichtig sein, dass man wirklich alle Facetten erreicht, dass man wirklich mit dem Pinsel tupfend in diese ganze Aufmachung hineingeht, damit man auch nichts übersieht. Im nächsten Schritt war das Ganze graniert, also weiß bestrichen. Ich habe hier dieses Grün zunächst gern, der ist recht dunkle und habe das Ganze dann mit einem weißlichen Ton, es soll ja Weißkohl imitieren, nachgemacht. Und diesmal habe ich auch einen Musiktitel für euch. Es ist von der Band Bearlook, den Rockern von der Küste, der Song No Bomb. Bei den ganzen Kohlköpfen, die ständig mit Atomwaffen drohen, ist das vielleicht dann doch eine gute Wahl. Grüße gehen an dieser Stelle raus an Günther vom Kanal Norwegian Dream in Spur H0. Der hat sich etwas von Bearlook gewünscht und diesen Wunsch erfülle ich ihm hiermit gerne. So, dann seht ihr hier das Ergebnis. Ich habe das Inlet hineingesetzt in diesen Hochbordwagen italienischer Bauart, wie es bei Pico so hieß. Dieser Wagen ist relativ häufig, ich werde das Modell dann auch später noch einmal vorstellen. Und hier seht ihr das Ganze im Einsatz. Ihr seht, es ist etwas heller geworden. Ich habe die Kohlköpfe dann doch weißlicher noch gestaltet, Weißkohl halt. Es gibt aber auch andere Varianten, also ihr könnt das machen, wie es so. In der nachgestellten Szenerie seht ihr, wie ein armer Reichsbahner hier die Kohlköpfe in einen bereitstehenden Skoda schaufeln muss. Ob das Ganze so realistisch ist, sei jetzt dahingestellt. Bei einer etwas früheren Epoche habe ich das Ganze gesehen, also noch in den 50er Jahren. Ob es dann hier in meiner Epoche, soll ja 1979 sein, auch noch so passierte, ist prinzipiell möglich. Aber mir ging es darum, einfach etwas Ladung zu produzieren. Und ein bisschen Spieleisenbahn muss es ja dann doch auch sein. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Video, mit dieser kleinen Bastelei etwas auf Ideen bringen. Vielleicht baut ihr es nach. Auf eure Kommentare freue ich mich. Lasst mir auch gerne einen Daumen hoch da, wo ihr gerade dabei seid. Ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß mit der Modelleisenbahn. Glück auf und fahrt frei.